Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Als erstes will ich dich einfach aus meiner Hütte am Urwald grüßen. Eine Holzhütte mitten in der Natur und einem Raum, der ganz viel Stille in sich birgt. Der genau das Kraftgebiet ist und die Unterstützung, die ich gerade brauche, um aus meinen Tiefen und meiner eigenen Verbundenheit mit allem, was ist, zu dir sprechen zu können. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Nach Hause in deine Kraft. Nein, du bist nicht ein mickriges, wertloses Gewürmwesen, was hier auf der Erde herumkrabbelt und von einem Leid ins nächste wandert. Nein! Du bist ganz vieles nicht von dem, was du oder was wir in der Gesellschaft erfahren haben, was wir wären. Nein, du bist nicht dein Körper. Nein, du bist nicht dein Name. Nein, du bist nicht der Beruf, den du machst. Nein, du bist nicht das Familienmitglied, was dieses Leben hier spielt. Nein, du bist nicht deine Staatsangehörigkeit. All das bist du nicht. Du hast einen Körper, du hast eine Familie, du hast einen Beruf mit deinem Körper und mit deiner Identität als Rolle, die du gerade spielst. Und du machst mit dem Erfahrungen, aber nichts von alledem bist du. Was du bist, ist unsterbliche, vollkommene Energie, Bewusstsein, was mit nichts, von nichts getrennt ist. Nein, wenn wir von einer anderen Ebene schauen, gibt es nicht viele Inkarnationen, sondern tatsächlich gibt es nur in einem bestimmten Bewusstsein, zum Beispiel dritte Dimensionsbewusstsein, gibt es und vierte Dimension gibt es Zeit, lineare Zeit. Und wir nehmen in dieser linearen Zeit Dinge in einer bestimmten Form wahr. Aber wenn wir auf eine andere Ebene gehen, sehen wir, es gibt nur Jetzt und Zeitgleichheit. Das heißt, alles findet hier und jetzt statt. Und du kannst sagen, dein eigenes ungetrenntes, vollkommenes Wesen macht jetzt gleichzeitig viele Erfahrungen, die uns auf der dritten Dimensionsebene vorkommen, wie viele verschiedene Leben hintereinander. Es gibt weder Raum noch Zeit, die gibt es nur in einem bestimmten Bewusstsein. In dem Bewusstsein der dritten Dimension, so wie wir die meisten hier leben und vierte Dimension hier auf der Erde. Und das ist ein bestimmtes Bewusstsein. Und je nach Bewusstseinsstufe schaut immer wieder die ganze Realität komplett anders aus. Wenn wir in der dritten Dimension nur davon ausgehen, dass was wir physisch messen, wahrnehmen können, ist die Realität, sind wir wahnsinnig beschränkt. Ganz klein, in einem Schuhkarton leben wir und können sozusagen, sind Opfer der Umstände und können nichts gestalten. Wenn wir in die vierte Dimension hineinkommen, sehen wir, dass wir ja mit unseren Gedanken und Gefühlen die Realität beeinflussen bzw. erschaffen können. Und wenn wir in die fünfte Dimension kommen, wo wir über unser Herz an unser eigentliches Sein, unsere Seele, unser ungetrennter Teil in uns angeschlossen sind, dann leben wir auf einer völlig anderen Dimension, weil wir
gar keine Trennung zum Beispiel mehr erleben können. Und wenn wir keine Trennung mehr erleben, dann können wir alles ad hoc sofort verändern. Und wenn wir in unserer Verbundenheit mit dem sind, der wir wirklich sind, dann ist das, was von innen kommt, immer im Zusammenhang von allem, was ist. Immer im Zusammenhang von jedem einzelnen Menschen. Das heißt, die Probleme, die jetzt hier in dieser Zeit für viele Menschen, die bei mir, sagen wir mal, meine Podcasts anhören, auftreten, sind Fragen, welches Bewusstsein benutze ich gerade, an was glaube ich, was ist das Entscheidendste, was mein Weltbild gerade ausmacht. Und sehr wesentlich ist zum Beispiel, dass wir in der Schule nicht lernen, was eigentlich Gefühle bedeuten und wie man mit Gefühlen umgeht. Und wenn jetzt etwas wie Angst als Gefühl in Menschen auftaucht, dann vibriert der ganze Körper, schwitzt und so weiter. Und das sind so starke Symptome, dass wir denken, es muss richtig schlimm sein, was da passiert. Von einer anderen Ebene aus gesehen, haben wir selbst beschlossen, dass dieses Gefühl jetzt in diesem Moment richtig für uns ist. Aber was beschließt, dass es richtig für uns ist? Das ist das Bewusstsein, was wir gerade haben. Zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass ich Opfer der Umstände bin, lebe ich besonders gerne in der Angst. Jetzt, wo von vielen Menschen das Bewusstsein immer mehr steigt, weil immer mehr erkannt wird, oder sagen wir mal, höhere Bewusstseinsstufen in dein Leben hineinkommen, fängt das alte System in dir, wie du dir dein Leben strukturiert hast, vielleicht als Opfer der Umstände, an zu wackeln, nicht mehr stabil zu sein und vielleicht sogar ineinander zu sinken, oder das kommt. Und dieser Prozess ist vielleicht erschreckend, aber er ist extrem wertvoll, weil das bedeutet, dass du aus den Beschränkungen deines Bewusstseins anfängst herauszutreten und merkst, ich kann ja in diesem Gefühl der Angst verharren und da bin ich gelähmt und kann mein Leben eigentlich nicht leben. Oder aber ich komme an den Punkt und sage, hey, ich habe das auf einer tieferen Ebene beschlossen, aufgrund von meinem Bewusstsein, dass das jetzt so richtig wäre. Aber ist das denn wirklich so richtig oder will ich vielleicht ganz was anderes? Und ich kann plötzlich ein neues Gefühl zum Beispiel erschaffen, weil ich entscheide, dass das jetzt richtig für mich ist. Und damit eine neue Zukunft verursachen und ein neues Leben erschaffen. Und so ist das mit allen Gefühlen, wenn in dir Wut auftaucht oder Ärger oder auch Freude und Begeisterung oder Dankbarkeit oder was auch immer für ein Gefühl, dann ist es so, dass jedes Gefühl, was in dir als unverrückbar in dem Moment auftaucht, das hast du auf tieferer Ebene gerade beschlossen, dass das für dich jetzt so nicht anders geht aufgrund von deinem Bewusstsein. Aber es ist nicht so. Das ist nicht fest, du kannst es verändern. Wenn du dir das klar machst und diese Stelle, die ich hier sage, vielleicht ein paar Mal wiederholst und nochmal das Video anhörst, du wirst jedes Mal was anderes hören, das ist ein sehr tiefer Inhalt, wirst du sehen, ja, meine Probleme, die auftauchen in meinem Leben, sind konkret auf einer gewissen Ebene Emotionen. Emotionen, mit denen ich nicht weiß, was etwas anzufangen. Nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Zum Beispiel Ohnmacht.
Und jetzt kannst du wissen, dass dieses Gefühl, was da in dir auftaucht, du selber beschlossen hast, aufgrund von dem Wissen, was in dir bisher jetzt da ist oder selbstverständlich da ist, dass das so richtig ist, und deswegen hast du dieses Gefühl jetzt im Moment. Und der nächste Schritt jetzt ist zu sagen, okay, ist es denn wirklich das, was ich haben will? Oder will ich vielleicht an der Stelle ein ganz neues Gefühl haben und beschließe, dass das meine neue Realität ist? Denn das Gefühl, was hochtaucht in dir, was hochkommt in dir und was so fest ist und dich erschreckt oder dich unsicher machen lässt oder was weiß ich, wie das Gefühl jetzt gerade ist. Und du denkst ja, du könntest dieses Gefühl nicht verändern. Viele Menschen denken, wir können dieses Gefühl, was da so extrem stark in uns im Moment da ist, oder Trauer oder Unsicherheit oder nicht nach vorne gehen können oder Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Ja? Wir glauben ja das. Wir haben beschlossen, dass das richtig für uns ist, und wir glauben das. Und wenn wir erkennen, wow, wir glauben das jetzt nur aufgrund von unserem Bewusstsein, aber das ist nicht fest, wir können das ja verändern, wirst du dein ganzes Leben und deine ganze Realität verändern. Schau, viele Dinge basieren auf der Angst, weil immer, wenn die Angst mit ins Spiel kommt, dann bist du nicht mehr in deiner Kraft. Dann kannst du nicht mehr klar denken, weißt nicht mehr ein und aus und bist wunderbar manipulierbar. Und wenn du dir klar machst, wow, das ist jetzt einfach nur ein Gefühl in mir, was ich jetzt aufgrund von meinem Bewusstsein beschlossen habe, dass das jetzt richtig ist und ich kann das ändern, und zum Beispiel die Angst entlassen, das Gefühl von der Angst entlassen oder durch die Angst hindurchgehen und sehen, wow, das ist eben nur dieses Gefühl in meinem Körper. Von Schwitzen, von allen möglichen, wirklich unglaublich starken körperlichen Symptomen. Aber das war es dann auch schon. Die Prozesse, die da jetzt im Moment stattfinden, sind alle Innenprozesse, beziehungsweise laden dich ein, nach innen zu gehen und nach Hause zu kommen und deine Kraft zu entfalten. Es gibt gar nichts, wovor du Angst haben musst. Gar nichts. Alles ist für dich. Es geht darum, dass die Dinge, die in dir hochkommen und dir vielleicht Angst machen, jetzt entlassen werden wollen, weil deine eigene Frequenz steigt und damit alles, was nicht in Übereinstimmung ist mit deinem eigentlichen Wesen, nämlich zum Beispiel Ohnmacht und Angst und so weiter, das sind Dinge, die fragen jetzt, dass du sie entlässt. Die Wirklichkeit ist, dass eine unfassbare Liebe überall vorhanden ist. Dein eigenes Wesen ist mit einer Präsenz von einer Liebe anwesend, und sehr viel nehmen wir diese Liebe einfach nur nicht wahr. Aber weil wir sie nicht wahrnehmen, heißt es ja nicht, dass sie nicht da ist. Wir sind so in unserem Verstand, in unseren Vorstellungen, in unserer Angst gefangen und den Bildern, die wir da drinnen erzeugen, dass wir überhaupt nicht wahrnehmen können, dass, wenn wir diesen Schleier der Illusion wegziehen, eine völlig andere Realität plötzlich die unsere ist und auf uns wartet und darauf wartet, gesehen zu werden. In dir liegt so viel Segen, so viel Kraft, so viel Macht, so viel Schönheit und so viel Befreiung,
was einfach darauf wartet, dass du es jetzt ergreifst. Es gibt kein Außen, was dich beeinflussen kann. Doch es kann dich beeinflussen, wenn du ihm den Raum gibst, wenn du noch anerkennst, dass Außen die Realität ist und nicht eine Reflexion deines eigenen Bewusstseins. Und in dem Moment, wo du siehst, wow, ich habe hier so eine Leinwand, eine Theaterbühne, eine Filmveranstaltung, die ich selber erschaffe, durch den Glauben, den ich in mir habe, durch das, was ich glaube, durch das, von dem ich ausgehe, was ich erwarte vom Leben. Ja? Wenn ich also in dieser Angst, um bei dem gleichen Bild wie am Anfang zu bleiben, verharrt bin und glaube, dass diese Angst unverrückbar ist, dieses Gefühl in mir unverrückbar ist, dann werde ich sicher das erschaffen, wovor ich Angst habe. Wenn ich erkenne, okay, das habe ich nur beschlossen, dass das die Realität ist, und ich sage, anstatt der Angst erlebe ich jetzt ganz was anderes, das muss ich von innen setzen, zum Beispiel erlebe ich Miteinander, Freude und Verstehen. Ja, das sind neue Gefühle und die verankere ich in mir und sage so, die beschließe ich jetzt, dass die meine Realität sind, und denen glaube ich, erschaffe ich genau das. Stell dir vor, das liegt in deiner Hand, vielleicht brach, dass du alles verändern kannst. Nichts ist fest. Es ist nur eine Frage deines Bewusstseins und wo du gerade verankert bist und was du glaubst, was die Realität ist. Und genau dieser Glaube, was die Realität ist, liegt in deiner Freiheit. Und wenn du das veränderst, in die Richtung, wie du es haben willst, veränderst du deine gesamte Realität, dein gesamtes Universum, deine Welt. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Denn jetzt ist die Zeit, wo es darauf ankommt, dass das, was du wirklich bist, göttliches Bewusstsein, das heißt Schöpferbewusstsein, dass du das aus dem Zusammenhang von deinem multidimensionalen, angeschlossenen, ungetrennten Wesen befreist. Was meinst du, was da passiert? Was meinst du, wie schnell sich deine Realität in die Richtung wandelt, wie du sie wirklich haben willst? Ich rede nicht einfach daher, ich lebe es ganz einfach. Und ich kann dir gar nicht sagen, jeden Tag, wie tief dankbar ich bin für die Wunder in der Größe und Fülle, die mir jeden Tag begegnen. Ich lebe im Paradies an jeder einzelnen Stelle und ich wundere, wie sagt man, ich habe mich an Wunder gewöhnt. Wunder gehören natürlich, also ich nehme es im Verstand als Wunder wahr. Wenn ich weiß, dass das so ist, was ich dir gesagt habe und das jedes Mal wieder über Jahre erfahre, sehe ich, was wir eigentlich sind, wer wir eigentlich sind und worauf es jetzt wirklich ankommt. Der Schlüssel liegt in deiner Hand. Es geht darum, ihn zu benutzen und zu erkennen, dass das alles, was in dir Realität ist, sich einfach nur phasenverschoben im Außen manifestiert und reflektiert und spiegelt. Und deine Gefühle sind die Ausgangsbasis, die durch die Gedanken vielfach getriggert werden. Und wenn du erkennst, diese Gefühle sind nicht unverrückbar, sondern du bist gefragt, sie zu hinterfragen und neu zu fühlen. Damit kommst du nach Hause zurück und fängst an, deine Welt so zu gestalten, wie sie dir wirklich gefällt. In diesem Sinne, ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal und grüße dich aus meinem gemütlichen
abendstimmungsvollen Holzhaus in der Natur. Ich liebe dich. Ich sehe dich nämlich und ich habe eine unglaubliche Freude, dass du da bist.